Hallo liebe Vespa-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und ich werde mich jetzt mal in den nächsten Videos damit beschäftigen, wie könnt ihr euch auf einer Vespa vor der Kälte schützen. Da gibt es nämlich einige schöne Möglichkeiten und wir fangen heute mal an, beim Coffee Racer Team hier Heizgriffe anzubauen bei meiner Vespa. Und ich habe da ein paar ganz tolle gefunden, die stelle ich euch gleich mal vor und im Anschluss zeigen wir euch dann mal, wie die verbaut werden. Viel Spaß dabei! So, das sind jetzt die Heizgriffe, die wir heute montieren werden. Das sind Heizgriffe von Koso. Bei denen jetzt eine kleine Besonderheit, und zwar haben wir normalerweise, wenn wir Heizgriffe bei einer Vespa montieren, gibt es solche, die haben dann so ein kleines Schaltelement zum An- Ausschalten und zum Regulieren der Temperatur der Griffe, was dann irgendwo am Roller montiert werden muss, entweder am Handschuhfach, irgendwo am Deckel oben, also da muss man dann irgendwie eine Stelle finden, wo man das anschraubt. Ist in der Regel nicht so schick. Stört irgendwo natürlich auch, es müssen wieder ein paar Löcher gebohrt werden. Bei den Griffen ist es jetzt anders, bei den Griffen ist die Regulierung direkt am linken Griff. Das ist natürlich sehr, sehr schön, erstmal optisch viel, viel besser, man kommt besser ran, weil man die Hand nicht vom Lenker nehmen muss. Und ja, für die haben wir uns jetzt entschieden zum Einbau. Sind also mehrstufig regelbar, steht hier hinten nochmal drauf. So, ich habe das Ganze jetzt schon mal ausgepackt, damit ihr mal sehen könnt, wie die Heizgriffe aussehen. Sind sehr, sehr gut verarbeitet, gutes Gummi. Hier oben noch so ein bisschen geriffelt, damit man einen guten Grip hat. Kabel sind alle mit dabei. Und hier seht ihr die kleine Steuereinheit. Das ist also so ein Ring, der wird dann direkt mit dem Griff am Lenker befestigt, sodass er also kein Extraschalter ist, der irgendwo montiert werden muss. Hier oben ist der Schalter zum An- Ausschalten. Hier seht ihr schon kleine LEDs, die wir natürlich uns nachher mal beim Betrieb angucken werden, die dann die Leistungsstärke der Heizgriffe anzeigen. Also gut gemachtes Prinzip. Nicht stören, man hat es gleich dann am Griff und am Lenker. Wenn das Ganze dann nachher so montiert ist, stört das überhaupt nicht. Sieht optisch natürlich viel, viel besser aus, als wenn man da jetzt irgend so einen Schaltkasten irgendwo hat. Ja, das war jetzt erstmal die kurze Vorstellung und jetzt wird es spannend, weil jetzt gucken wir uns mal an, wie wird das Ganze an der Vespa montiert und was müssen wir dafür an- und abbauen. Ja, und das ist der Sascha. Heute lernt er mal jemand anders vom Coffee Racer Team kennen. Sascha ist einer vom Mechaniker-Team, der Fachmann für die peniblen Arbeiten. Ihr seht es schon hier. So wird das gemacht. So legt man sein Werkzeug zurecht, was man für die heutigen Arbeiten braucht. Und der Sascha wird dann so ein bisschen beim Montieren und Auseinanderbauen erklären, wie das Ganze so funktioniert und was er beachten müsst und worauf man achten muss, wenn man das Ganze anbaut. Ja, hi Sascha. Moin. Moin. So, im Endeffekt fangen wir damit an, Lampenverkleidung zu demontieren. Als erstes die Spiegel, 17er Schlüssel. Also es ist bei der Vespa schon ein bisschen umfangreicher, glaube ich, ne? Jetzt so Heizgriffe anbauen, weil was müssen wir jetzt alles abbauen? Also wir müssen hier vorne den ganzen Lampenbereich abmachen. Die Lampenverkleidung muss komplett entfernt werden, Handschuhfach muss raus, also komplett die Abdeckung, Handschuhfach muss raus. Dann kommst du an die Sicherung ran und hast den Platz, um die Kabel zu verlegen, was ja das Wichtigste ist. Sonst... Es muss ja an die Zündung auch ran, damit dann der Strom weg ist, nicht dass man weiter heizt, wenn man steht. Ne? Genau, du musst die Heizgriffe natürlich an geschaltetes Plus, wie es so schön heißt, anschließen. Und daher musst du an die Sicherung ran, um auch rauszubekommen, was geschaltet ist. Also ist schon ein bisschen umfangreicher. Ne? Gerade so Handschuhfach ist ja nicht so wenig von der Arbeit. Für einen Laien ist es schon ein bisschen anstrengender, weil es halt so viel Arbeit ist. Ja. Und die Erfahrung hat einfach auch gezeigt, wenn man die Lampenverkleidung dafür, um das Handschuhfach abzubauen, die Lampenverkleidung demontiert, ist es einfacher. Bei der Montage und Demontage, also Demontage, Montage, ist es einfacher. Jetzt muss natürlich die Krawatte wieder raus. Genau, ja, die muss ja auch weg. Schön beiseite. Sonst kriegt man das Handschuhfach nicht raus. Ne? Den Schraubendreher, den schmalen, brauchen wir dann noch. Also hier unten hat man, glaube ich, Kreuzloch, ne? Und vorne die restlichen sind Kreuz, Torx, ne? Kreuz Nummer 1 für die kleinen. Dann die meisten
für die Lenkerverkleidung und das Handschuhfach sind 25er Torx und 2 30er Torx. Also jeder, der so ein bisschen bei Vespa schrauben will, sollte sich auf jeden Fall einen Satz Torx-Schraubenzieher holen. Ne? Die braucht man da schon. So. Jetzt die untere noch. Schön aufpassen, dass er nicht reinfällt. Ja genau, hier ist ein schönes Loch. Ne? Wenn die weg ist, dann heißt es suchen. Ja. Oder neu. Oder neu. Kurz. Warte mal kurz, hier müssen wir neben Becher. Und am besten macht ihr euch so kleine Becher, wo ihr dann je nachdem die Schrauben einsortiert, damit er nicht durcheinander kommt. Kurzer Ruck. Ist die Verkleidung ab, die vordere. Dann geht's an die 4 für die hintere Lenkerverkleidung. Jetzt. Ja, jeder, der die Folgen vom Umbau verfolgt hat, hat das ja alles schon so ein bisschen gesehen, wie der Lenker auseinander und zusammengebaut wird. Das wiederholt sich jetzt hier natürlich nochmal, weil wir da wieder ran müssen. Aber Heizgriffe ist halt im Winter auch schon eine schöne Sache. Wenn man jetzt wirklich den Winter durchfährt, hat die Vespa halt gegenüber einem Motorrad doch halt ein paar Vorteile, weil man sich vor dem Klima halt schützen kann. Und da gehen wir in den nächsten Folgen noch mal ein bisschen drauf ein, was es noch für Möglichkeiten außer den Heizgriffen gibt. Wenn man es ganz extrem macht, könnte man sich sogar natürlich die Sitzbank mit einer Sitzbankheizung versehen. Aber da muss man dann neu polstern lassen, müsste sich auch die Kabel legen. Das wird dann schon ein bisschen kostenintensiver und umfangreicher. So, dann die kleine Abdeckung. Bauenzug für den Sitzbankmechanismus aushängen. So. Dann 30er Torx. Die große in der Mitte. Die eine in der Mitte. Dann die vorne. Eine bei der HPE. Bei den Vorläufermodellen sind 2 Schrauben. Ach, das haben sie aber geändert. Keine 30er, also keine großen, sondern auch 2 kleine. Aha. Die sitzen dann hier außen, deswegen war die Krawatte auch. So ein bisschen breiter, ne? Ja. Den Riegel nicht vergessen abzuziehen. So, und dann geht's. So, solange der Sascha hier am Schrauben ist, gehe ich mal kurz nach vorne. Da werde ich jetzt kein separates Video drüber machen. Eine ganz wichtige Sache bei winterfähigem Ausstatten der Vespa sind natürlich die Reifen. Also ihr solltet schon, wenn ihr im Winter fahrt, euch entweder richtige Winterreifen holen. Ich habe ja hier bei mir die K66 drauf von Heidenau, die durch das starke Profil Allwetterreifen sind. Also die könnt ihr durchaus auch im Winter fahren und habt einen guten Grip. Ihr seht, da ist schon ein weitaus dickeres Profil als bei den Sportreifen. Also auf jeden Fall darauf achten, wenn man im Winter fährt, sollte man Winterreifen oder einen Ganzjahresreifen auf jeden Fall sich anbauen lassen. Denn Sicherheit ist ein ganz wichtiger Faktor im Winter. Dass es nicht nur warm ist, sondern auch sicher. Löst dann ein beherzter Ruck. Das Ganze mal nach oben. Und schon ist das Ganze lose. So, dann Stecker ab. Reicht es jetzt, das einfach nur so mal rauszuklappen oder macht man es wirklich ganz ab, das Handschuhfach? Ganz ab. Immer, am besten ist es wirklich ganz ab, weil du musst, da ja die
Heizgriffe eine separate Sicherung haben, Okay. ist es am besten hier diese vorperforierte Platte rauszunehmen, dass man dann später da auch rankommt. Ah, okay, da kommt ein separater Sicherungskasten nur für die Heizgriffe. Eine kleine rein. Fließsicherung, die ist da mit in den Kabeln mit drin. Ah, okay. Und damit man die auch mal tauschen kann, für den Fall, dass sie kaputt gehen. Ah ja, gut, da sind natürlich diese Klappen ganz hilfreich, die man da rausnehmen kann, weil dann hat man da Zugriff, ohne jetzt das Handschuhfach auszubauen, wenn man eine Sicherung wechselt. Ne? Das wäre ein bisschen... Und auf die Viel Arbeit. Originalsicherung mitgehen, ist so suboptimal. Ja, also macht man schon einen extra Kreis draus dann. Ne? So, dann ist er draußen. So. Dann schön langen Schraubendreher. Unter den Gummigriff, also zwischen Gummigriff und Gashülse oder Gasgriffhülse, den schön mit WD-40. Ist da Kleber drauf jetzt auf diesem Nein, Griff? da ist kein Kleber Da drauf ist auf keiner der drauf. Seite. Okay, also einfach nur mit Öl rein, damit man es lockern kann und abziehen kann. Mit WD-40 ist, da hast du dann immer diese schönen Tönen vorne drauf. Und dann abziehen. Weg ist er. Weg ist er. Das war der erste Streich. Dann das ganze Öl wieder abmachen. Und durch diese Rillen, die hier sind, diese ganz fein, und durch die Kante bleibt der Originalgriff da drauf. Ist aber ein reiner Gummigriff. Und auch in diese Kante dann hat. Und dann hier zu halten. Okay, dann hält es da hinten an der Kante. Und genau die Sachen werden euch und uns jetzt zerstören. Diese Kanten und die Riffel im Griff selber meinst du, ja? Ja. Die müssen weg. Also hier hinten diese kleine... Nicht nur die kleine hier hinten, sondern auch die ganzen kleinen Kanten hier. Ja. Die müssen weg, weil der Heizgriff innen einen Kunststoff hat, der da nicht nachgibt, und dann bekommt ihr die Griffe nicht drauf, beziehungsweise die Griffe gehen kaputt, die Heizspirale. Ah, okay. Ja gut, dann macht man lieber das Plastik weg, anstatt man den Heizgriff jetzt zerstört. Ne? Ja, wieder so in kleinen Details, wo man darauf achten muss, was wahrscheinlich so der Selbstschrauber nicht gleich weiß. Ne? Der versucht die dann darauf zu drehen und beschädigt sich eventuell im schlimmsten Fall den Griff dann. Ne? Oder drauf zu schlagen, was man ja auch nicht machen soll. Erstmal grob der äußere Rand weg. Jetzt geht's diese schmalen. Also es muss theoretisch wirklich ganz glatt sein für die Heizgriffe. Ja? So, jetzt wird das Ganze noch mit Sandpapier ein bisschen nachgeglättet und nachbearbeitet, damit man dann den Griff auch gut draufkriegt. So, Vorbereitungen sind abgeschlossen. Alles mal ein bisschen runtergenommen, ein bisschen fein noch mit Schleifpapier nachgearbeitet. Dann etwas WD-40 rein, damit es ein bisschen besser gleitet. Finger schön abwischen danach.
auch gleich, damit das richtig ansetzt. Dass das Kabel auch da sitzt, wo es hin muss nachher. Ne? Ja, damit es besser flutscht. So. So, jetzt haben wir den Griff dran. Was ist nächster Schritt jetzt? Jetzt kommt noch so eine kleine Abstandskappe hinten drauf. Das muss man, dadurch, dass die Griffe etwas kürzer sind als die Originalen, ist hier immer so eine nicht so schöne Abschlusskante. Und da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da einen schönen Abschluss hinbekommen. Weil wenn wir das linke Endgewicht mal so ansetzen, haben wir jetzt Ah ja gut, dann hier ist so ein Spalt dazwischen. einen recht großen Spalt dazwischen. Die Scheibe ist leider zu dick. So. Hakt nichts. Darauf müsst ihr mal achten, dass hier nichts schleift, sonst könnte euer Gas vielleicht da mal voll offen stehen. Jetzt ganz kurz den hinteren Deckel nur ansetzen. Damit ihr dann hier nicht zu weit euren Griff oder zu weit weg euren Griff habt, wenn er fest ist. Damit der Spalt dann da stimmt. Ne? Genau. Und die Spaltmaße hier wieder in Ordnung sind. Dann genau dasselbe wie auf der Gasseite. Die Seite ist festgeklebt von Hause aus, aber genau dasselbe wie auf der anderen Seite. Einmal rum und ihr könnt ihn abziehen. Oh, das geht ja fix. Das geht viel schneller, viel einfacher als auf der anderen Seite. Dann natürlich alten Klebstoffreste hier runter, aber die könnt ihr nicht gebrauchen. So, und dann geht es an die Vorbereitung für die Steuereinheit. Das hier ist eure Steuereinheit, die müsst ihr hier mal ganz kurz von der Tüte befreien. Sofern es denn geht oder will. Dann Stecker ziehen. Dann habt ihr hier unten ein kleines Gewinde und in dieser Tüte ist eine kleine Madenschraube. Ah, dieses kleine Winzding da. Ja. Die benötigt ihr, damit der Kranz dann auch richtig gehalten wird. Nicht fallen lassen. Dann schon mal ein Stückchen reindrehen. Kleiner Tipp, bevor ihr es ansetzt, einen kleinen Tropfen Loctite oder andere Schraubensicherung. Mittelfest. Damit die sich nicht löst nachher. Ja, und bitte nicht hochfest, sonst kriegt ihr das nie wieder ab. Dann
richtet ihr euch das aus. Und den Schalter macht man dann sinnvollerweise nach unten, damit er in der Nähe der Bedienelemente ist wahrscheinlich. Man könnte es ja auch umdrehen, oder? Man könnte es auch umdrehen, aber dann siehst du die Leuchtdioden nicht mehr so. Und du hast nach innen eine gerade Kante und nach außen zum Griff hin schön abgerundet. Stimmt, ja. Das sieht natürlich ein bisschen besser aus. Dann, ne? Die Griffe etwas auf der rechten Seite etwas größer dimensioniert. Kleine Empfehlung. Isolierband. Eine Runde rum. Damit es besser hält, dann einen besseren Grip hat, ja. Ja, der Durchmesser sich dadurch ein bisschen erhöht und natürlich der Grip besser ist. Und dann zusätzlich nochmal in den Griff. Was ist das für ein Kleber? Das ist ein Klebstoff für Heizgriffe. Bietet Koso auch mit an. Aber der muss ja auch irgendwie temperaturbeständig sein und so, ne? Damit der ist nämlich temperaturbeständig und dann ist es auf der Seite relativ einfach. So, muss man ein bisschen Kartoffeln. So, dann ausrichten. Wieder. Und den restlichen Klebstoff abwischen. Der sich rausgepresst hat dann, ne? Ja, was zu viel ist, quillt über. Und das war's dann. Wie lange muss der trocknen, damit das hält? So wie es jetzt gerade ging, relativ schwer. Wenn wir das alles wieder zusammengebaut haben, kannst du eigentlich losfahren. Ah, okay. Und dann könnt ihr das linke Ende auch schon wieder ran. Ja, das ging ja sehr unkompliziert, die Seite, ne? Ja. So. Das war der mechanische Teil. Damit man die jetzt verlegen kann und damit die da halt auch bleiben, wo sie hin sollen. Dann geht er auf der Gasseite zwischen den beiden Gaszügen durch. Oben über die Schafthalterung. Über die Halterung für eure Scheiben. Und dann könnt ihr da schon mal einen Kabelbinder durchfädeln. Erstmal locker und dann guckt ihr ganz einfach, wie viel von dem Kabel ihr benötigt. Dass das schön Spiel hat und locker läuft vorne, ne? Nochmal ein bisschen nachziehen mit dem Daumen und fest. Der vordere Teil wird dann von der Verkleidung gehalten, ne? Verkleidung gehalten. So. Dann hier runter. Am besten mit der Bremsleitung gehen auf die andere Seite und dann habt ihr hier die Führung und dann könnt ihr damit reingehen. So. Da haben wir jetzt halt nur zwei Kabel, aber die können ja fest verlegt werden, weil da ist nichts beweglich. Genau. Die kann man hier oben auch wieder durch. Dann wieder Kabelbinder durch.
da runter. So. Hier mit rein. Und dann guckt, ob ihr genug Spiel habt. Beim Lenken nicht, dass die Kabel irgendwo ziehen. So. Das war der Teil. Jetzt geht es ans Anschließen. Das sind hier die beiden Stecker von links und rechts, von den Heizgriffen selber. Das kommt vom Steuergerät oder von der Steuereinheit. Und das ist der restliche Kabelbaum. Relativ einfach. Kann man auch nichts verwechseln, sind ja unterschiedliche Stecker. Ne? Also. Das sind die beiden für die Heizgriffe sind identisch. Das ist aber auch egal, weil die sollen ja nicht links und rechts separat heizen, sondern beide Seiten. So, dann habt ihr hier die Sicherung drin. Und von Hause aus Masse ist schon mal eine Öse dran und für Plus fertig abisoliert und Lötzinn drauf. Jetzt müssen wir nur noch einen Massepunkt suchen. In der Regel, wenn keine Kompressorhupe drin ist, ist hier hinter direkt ein Masseanschluss. Der ist jetzt verdeckt. Dann müssen wir uns einen anderen Punkt suchen. Zu gucken, ob wirklich Masse da ist. Wir wollen jetzt hier an den Punkt vom Kühler gehen. Ja, der an der Karosserie hängt. Ne? Nehmt eine Prüflampe mit der Krokodilklemme auf den Massepunkt. Und dann habt ihr hier euren Sicherungskasten. Die rot-schwarzen Kabel sind Dauerplus und die orangen sind geschaltetes Plus. Bedeutet, wenn ich da Masse habe und hier auf die Sicherung gehe, brennt die Prüflampe, also habe ich hier einen Masseanschluss. Super. Gut. Dann mit dem Zehner. Die Mutter runter. Massekabel drauf. Festziehen. Masse ist angeschlossen. Masse ist da. Könnt ihr euch für das Plus einen sogenannten Stromdieb besorgen. Vorne das abklemmen. Dann geht ihr mit dem vorderen Teil über das Kabel orange, wie gesagt, geschaltetes Plus, so dass, wenn Zündung aus ist, auch die Heizgriffe aus sind. Das Ganze angeschlossen. Ich habe das Ganze zusammendrücken. Nochmal von der anderen Seite. Das heißt, das Metall bohrt sich da durch und leitet den Strom rüber in das andere Kabel. Geht im Prinzip durch die Isolierung von dem Kabel durch und durch die Isolierung von dem Kabel, verbindet die und klemmt die zeitgleich. Fertig. Oh, das ist ja simpel. Um zu gucken, ob es funktioniert, lassen wir mal ganz kurz das Fahrzeug ein bisschen nach unten. Machen wir kurz die Zündung an und ihr seht, es blinkt schon mal. Jetzt aus. Einmal drauf gedrückt, voller Ausschlag. Die dunkelrote oder die rote LED ist an. Einmal drauf, sind wir bei Orange, Gelb, Grün, Blau ist klar, jetzt nicht oder ganz aus. Ah ja. Wenn ihr jetzt nochmal drauf drückt, geht es wieder nach oben. Das ist die volle Heizstufe. Also 5 Stufen. Das ist 5 Stufen. Wir können jetzt gleich noch ein bisschen warten und gucken, ob die Griffe sich auch aufheizen. Oh, jetzt kommt die Plastikfolie. Jetzt kommt eine Plastikfolie, weil ihr ja an dem Handschuhfach diese wunderbaren scharfen Kanten habt. Aha. So, die Folie unten reingelegt zum Schutz. Wir haben noch was vergessen. Wir müssen ja hier
den Kasten noch frei machen, damit ihr dann später an die Sicherung kommt. Genau, ja. Das ist relativ einfach. Bitte legt euch entweder eine Folie oder was Schönes Weiches drunter. Und dann ganz einfach zack. zack, Raus ist es. raus ist es. So. Schlüssel ab. Einfach schwarzen weg. Und erstmal hier wieder. Ihr müsst bedenken, ihr habt jetzt 3 Kabel mehr, die hier durchgehen. Etwas schwieriger. Jetzt kommen die ganzen Kabel für USB und so ran wieder hinten. Ne? USB-Kabel habe ich jetzt drin. Jetzt für die elektrische Entriegelung für eine Sitzbank. Ich muss den Sicherungskasten wieder einklicken. Und der Bordenzug wird einfach nur so reingehängt. Der wird von hinten nur eingeschoben. Ja. Und hat dann hier vorne, wenn du mal auf die Seite rumkommst, siehst du das besser? Hast du hier den Hebel und dann guckt hier so Okay, der Bodenzug mit dem Tönnchen. Den musst du jetzt dann und nur wieder muss da dann reinfädeln, wieder eingefädelt werden. Da macht sich eine Spitzzange oder eine gekröpfte Spitzzange am besten für. Ja, okay. Jetzt erstmal die Halterung vorne rein. Die Halterung nur davon reinschieben. Hier sitzt es ordentlich drin. Genau, muss man darauf achten, dass unter der Leiste drunter ist. Ne? Und genau in dieser Rinne. Ja, genau. Wenn er reinpasst. Und dann setzt der die hier oben als erstes ein. Und dann geht er auf die andere Seite. Und bringt hier das Ganze auch ein. Noch ausrichten. Und dann hier außen wieder die lang rein. Vorne war wieder die große Schraube. Ne? Ja. Hier oben die große. Zieht er das noch schön an, dann sitzt es noch ein bisschen besser. Dann kommt Deckel drauf. Achso, und jetzt haben wir hier Zugang zu den Kabeln mit der Sicherung. Das ist natürlich super. Ja. so. Was ganz Entscheidendes, bevor ihr 2 Dinge. Als erstes gucken. Haken bewegt sich, also ihr könnt das Handschuhfach öffnen Und das Kabel wieder reinhängen. und den Bauenzug wieder ein. Zack. Das war schon. Das war schon. Klappe zu. Klappe zu. Funktioniert. Dann
haben wir jetzt hier die Kabel. Steuerung hier, Steuerung da. Bisschen gezogen. Und dann kommt hier eure Sicherung zutage, an die ihr dann gegebenenfalls ran müsst. Perfekt, das ist ja gut. So, das ging ja doch jetzt ganz gut mit dem Handschuhfach. Wenn man weiß, wie es funktioniert, geht das alles ohne Probleme. Und jetzt kommen noch die Deckelchen wieder rauf, die kleinen. Und dann brauchen wir bloß den Lenker wieder festmachen und ja, dann sind wir schon fertig. Den anderen Deckel lassen wir noch ab. Genau, jetzt machen wir den Lenker noch wieder fix. Lenkerdeckel wieder ansetzen. Spiegel zu euch. So, um jetzt hier unten, hier müssen wir ja ran und müssen das ganze Vorderteil wieder ranbauen. Wir haben ja jetzt hier das Kabel von dem Steuergerät der Heizgriffe und jetzt haben wir hier einfach in die Verkleidung eine ganz kleine Nut reingemacht, wo wir das Kabel durchlegen, damit das auch wieder richtig abschließt. Müsst ihr dann denken, also nicht das Kabel einklemmen, sondern halt wirklich hier für das Kabel, je nachdem wo das dann bei euch liegt, wenn ihr es ranmacht, einfach eine kleine Nut rein ins Kunststoff, damit das Kabel da reingelegt werden kann. So, und jetzt können wir den Deckel wieder ranbauen. Stecker für die Lampe nicht vergessen. Ja, Lampe wäre immer gut, ja. So, so. Die mittlere Schraube erst wieder, ja. Und wenn ihr schon den 25er in der Hand habt, Gleich die Krawatte wieder ran. gleich noch die Krawatte wieder ran. Genau. So. Spiegel ran. So, fertig. Jetzt lassen wir einmal runter, machen einmal an und dann haben wir das auch schon geschafft. Bin ich schon sehr gespannt, wie das dann beim Fahren ist. Wird sicherlich sehr angenehm jetzt bei den kühleren Temperaturen. Und was ganz toll ist, wenn man jetzt den Schlüssel anmacht, der Sascha wird den mal anschalten, guck mal hier, dann macht es einmal. Das blinkt einmal, sieht natürlich cool aus und schaltet sich dann automatisch aus. Und dann kann man die Funktion über die Taste dann da unten wunderbar hoch und runter regeln. Also finde ich optisch auch ganz gut gemacht. Und ihr seht, die passen wirklich gut ran. Und mit dem Ring hat man jetzt halt das Bedienelement wirklich am Griff dran. Also man muss jetzt nicht weggreifen, weil sonst, Sascha, wo würde man das sonst hinbauen, diesen Kasten? Normalerweise hätte man den dann hier auf dem Deckel
und das würde abstehen. Und den kann man nicht einbauen. Das ist ein Aufbaukasten. Ne? Das ist ein Aufbaukasten, so eckig, groß, nur 2 Stellungen. Das ist immer nicht so schön. Nee, das zerstört ja auch die Optik ein bisschen. Also das ist wirklich eine tolle Lösung. Also wenn ihr sowas anbauen wollt, würde ich euch auch zu diesen Griffen raten. Könnt ihr beim Kaffee Racer mal nachfragen oder auch da bestellen oder auch hier, wenn ihr in Berlin seid, hier anbauen lassen. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Und jetzt für die kühle Jahreszeit, oh, schon schön warm, hat man dann also schon mal ein tolles Gimmick, wo man ein bisschen sich vor der Kälte schützt und die Hände schon mal warm hält. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sascha, vielen Dank für deine Unterstützung und für den Einbau. Hast es sehr gut gemacht. Wir konnten wieder einiges lernen. So, liebe Leute, das war's für heute mit dem Einbau der Heizgriffe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein paar Infos mitnehmen. Also ich finde die Verbauten sehr, sehr gut. Ich werde jetzt mal bei der Fahrt mal testen, wie sich das so anfühlt mit warmen Griffen. Ansonsten vielen Dank nochmal ans Kaffee Racer Team, dass ich heute wieder mal mit zuschauen konnte und mir mal angucken konnte, wie sowas gemacht wird. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bitte den Kanal abonnieren nicht vergessen. Auch gerne ein Like hinterlassen, wenn euch das Video gefallen hat. Fahrt vorsichtig, gerade jetzt in der kühlen Jahreszeit, wird glatt draußen im Herbst. Und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es dann weitergeht mit ein paar Tipps zum Winterfestmachen eurer Vespa. Also gute Fahrt, bis dann. Ciao.